Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2: Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild 2 Personen. Sie sind ein Bräutigam und eine Braut. Sie sehen sehr glücklich aus. Im Hintergrund gibt es viele Gäste. Das sind vielleicht Ihre Eltern, Verwandten und engste Freunde. Die Situation findet in einer Kirche statt, weil sie kirchlich heiraten. Das Bild zeigt, wie eine Trauung stattfinden kann. Die Braut trägt ein wunderschönes weißes Brautkleid und schöne weiße Ohrringe. Außerdem trägt die Braut eine weiße Kette um den Hals. Sie hält einen wunderschönen Blumenstrauß in ihren Händen. Die Braut hat schwarze Haare und trägt einen goldenen Ring an der rechten Hand. Der Bräutigam trägt einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd. Außerdem trägt der Bräutigam eine dunkelblaue Krawatte. An seiner Jacke steckt eine weiße Rose. Der Bräutigam hat braune Haare und trägt einen eleganten Bart. Er sieht gut und sportlich aus. Die Braut und der Bräutigam sehen sich an und lächeln. Das Brautpaar ist ungefähr 30 Jahre alt. Es ist klar, dass sie sich sehr lieben und auf diesen schönen Moment gewartet haben. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Feste feiern, und das ist eine Hochzeit. Hochzeit ist eine der wichtigsten und glücklichsten Feste in unserem Leben. Die meisten Leute machen zu ihrer Hochzeit eine große Feier. Die Braut trägt oft ein weißes Hochzeitskleid. Viele Paare kaufen Hochzeitsringe. Bei der Hochzeit bekommt der Bräutigam einen Ring von der Frau und die Frau bekommt einen Ring von dem Mann. Zuerst, wenn sie ledig sind. Bisher habe ich keine Ahnung von dieser Erfahrung, denn ich studiere noch. Die Idee, eine Familie zu gründen, liegt mir noch sehr fern. In meiner Heimat heiraten immer mehr Jugendlichen früh. Auf dem Lande heiraten sie sehr früh. Die Heirat spielt eine wichtige Rolle im Leben des Menschen. Von Vorteil ist, dass man glücklicher sein kann. Mit dem Ehepartner kann man sich die Aufgaben des Lebens aufteilen. Es ist toll, wenn es Harmonie zwischen den Ehepartnern gibt, und dass sie über dieselbe Sachen lachen können.
Die Ehe hat aber auch Nachteile, von denen ist, dass man nicht mehr das frühere Gefühl der Freiheit fühlen kann. Man muss da selbstständiger sein und Verantwortung für seine neue kleine Familie tragen. Man muss für den Unterhalt seiner Familie sorgen und sich mit vielen anderen Sachen beschäftigen. Meiner Meinung nach sollte man sich erst lange nachdenken, bevor man solchen Beschluss fasst. Es wäre schöner, wenn junge Männer genug Zeit für sich selber und für ihre Freunde haben. Dann bilden sie eine Familie und achten auf die Aufgaben und Verantwortungen des neuen Lebens. Und jetzt, wenn sie schon verheiratet sind. Ich habe in meinem Heimatland geheiratet. Es war eine Gartenhochzeit. Die Vorbereitung auf die Hochzeit war stressig, aber es lohnt sich. Es gab so viele Dinge vorzubereiten, wie die Veranstaltungsort der Hochzeit, die Musik, Dekorationen, die Einladungskarten, Foto- und Videodienste, Hochzeitstorte, die Eheringe und natürlich unsere Kleidung. Trotzdem war das mein glücklichster Moment in meinem Leben. Die Hochzeit dauerte ungefähr 2 Stunden, und gleich danach hatten wir die Hochzeitsprogramm und die Dinnerparty. Wir haben circa 120 bis 150 Gäste eingeladen. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Die Frau liegt auf dem Fußboden zu Hause. Sie liest ein Buch oder eine Zeitschrift. Ich denke, die Frau liest gerne und genießt das Lesen. Sie trägt eine schöne Brille und hat kurze helle Haare. Außerdem trägt sie einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Socken. Ich vermute, dass das Wetter draußen kalt ist, weil sie einen dicken Pullover trägt. Die Frau ist ungefähr 30 Jahre alt. Sie sieht froh aus und lächelt. Ich glaube, dass sie verheiratet ist, weil sie einen Ring an ihrer rechten Hand trägt. Im Hintergrund rechts steht ein großer Lautsprecher. Auf der linken Seite sieht man einen Stuhl. Ich denke, die Frau befindet sich zu Hause in einem Wohnzimmer. Die Situation kann abends nach der Arbeit oder am Wochenende stattfinden. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Dieses Bild gehört zum Thema Lesen. Ich finde, dass dieses Thema wichtig ist, weil man in der Freizeit etwas lesen soll. Ich lese sehr gern. Am liebsten lese ich wissenschaftliche Bücher und romantische Romane. Ich denke, jeder muss immer Zeit finden, um ein gutes Buch zu lesen. Wenn ich morgens Zeit habe, lese ich eine Zeitung oder einige Nachrichten im Internet. Da ich im Moment Deutsch lerne, lese ich viele Bücher auf Deutsch, zum Beispiel Grammatik und manchmal Zeitungen.
Manchmal lese ich kurze Geschichte auf Deutsch, davon lerne ich viele neue Wörter. Das könnte beim Deutschlernen sehr hilfreich sein. Meiner Meinung nach sollte man als Kind lesen zu anfangen, damit man sich an das Lesen gewöhnen kann. Meine Frau liest nicht gerne, aber sie liest nur Artikel im Internet. In den letzten Jahren lesen viele Menschen digitale Bücher. Aber einige Menschen bevorzugen die gedruckten Bücher zu lesen. Ich denke, die ältere Generation liest heute mehr als junge Leute. Die Sache ist darin, dass Kinder und Jugendlichen Fernsehen und Computer bevorzugen. In meinem Heimatland lesen Menschen weniger Bücher als in Deutschland. Wenn ich in Deutschland mit dem Bus oder mit dem Zug fahre, dann sehe ich, dass viele Leute ein Buch lesen. Ich finde es super, dass viele Leute heutzutage Bücher in Deutschland lesen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.